Und über das große Ampel-Aus möchte ich sprechen. Im Studio ist Jessica Rosenthal, ehemalige Juso-Vorsitzende und Mitglied des Deutschen Bundestages. Schönen guten Tag. Guten Tag. Also, wenn Sie dieses ganze Chaos da im Bundestag immer wieder erlebt haben, wie sich diese Ampelparteien alle drei immer wieder blockiert haben, sind Sie jetzt erleichtert, dass es vorbei ist? Oder würden Sie sagen, nee, das ist nun wirklich ein schlechter Zeitpunkt, um diese Ampel aufzulösen? Also ich bin ehrlich gesagt absolut fassungslos mit Blick auf das Verhalten der FDP und von Christian Lindner, weil ich einfach sagen muss, ich bin als Mitglied des Deutschen Bundestages in der Verantwortung den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber, völlig unabhängig von Parteizugehörigkeit, dieses Land sozusagen gut in die Zukunft zu steuern. Und gerade jetzt, an dem Tag, an dem Trump gewählt wurde, so wenig kompromissbereit zu sein und staatspolitischer Verantwortung so fern, das ist das, was mich vor allem umtreibt. Ich kann das nicht verstehen und ich hätte damit auch in dem Sinne nicht gerechnet, weil ich es mir nicht vorstellen kann, dass man das so wenig gewichtet. Nun hat ja jetzt nicht Christian Lindner gesagt, ich gehe, sondern er ist rausgeworfen worden. Da hat Olaf Scholz gesagt, you're fired. Und Kompromissbereitschaft, die hätte es ja dann im Zweifel schon die ganzen Monate vorher geben müssen. Nicht erst dann an dem Tag, an dem man sagt, hui, jetzt ist Donald Trump gewählt worden. Jetzt müssen wir Kompromissbereitschaft sein. Das, finde ich, stellen Sie aber ein bisschen falsch dar, weil es nicht so ist, dass gestern das erste Mal Gespräche geführt worden sind. Es wurde ja vorher schon viel gesprochen. Die Bürgerinnen und Bürger sind leidgeprüft in den ganzen Verhandlungen und Kompromissfragen. Und wir haben einen Haushalt und auch eine Haushaltsverhandlung, einen Haushaltskompromiss geschlossen. Der wurde einseitig wieder aufgekündigt. Dann gab es noch mal Gespräche, es gab noch mal Angebote. Ich glaube, eine Demokratie ist sozusagen dazu gezwungen, Kompromisse zu schließen. Aber wenn eine Partei dazu nicht bereit ist, angesichts dieser Lage, wie wollen sie dann zueinander kommen? Und ich finde, das sollte man schon berücksichtigen. Ganz klar. Aber ich würde jetzt schon auch noch mal sagen, Kompromisse bedeutet ja zwei oder in dem Fall drei müssen einen Kompromiss schließen. Würden Sie sagen, dass die SPD da immer aufgeschlossen war, in allen Fragen kompromissbereit? Das sehe ich jetzt in der Berichterstattung ein bisschen anders. Ich würde sagen, auf jeden Fall hat die SPD in jedem Moment bewiesen, dass sie kompromissbereit ist. Es wurde uns doch sogar vorgeworfen, insbesondere Olaf Scholz. Wie oft wurde gesagt, er sei zu blass und sowas. Das lag ja auch daran, dass er sich immer wieder an den Tisch gesetzt hat und gesagt hat, wir müssen eine Kompromisslinie finden. Und wenn ich dann darüber oder mir das angucke, was da vorliegt, dann ging es darum, dass wir die absolut Reichsten entlasten sollen, das auf Kosten von Gesundheit und Pflege, das auf Kosten von Renten, die Eigentumsansprüche von Menschen in diesem Land sind. Das ist keine Kompromisslinie. Und trotzdem, trotz dieser Vorschläge, ist ganz klar gemacht worden, dass man sich aufeinander zubewegen muss. Und jetzt sozusagen zu sagen, naja, alle anderen wollten ja nicht und das ist jetzt sozusagen passiert, das stimmt einfach nicht. Und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land können das sehr gut bewerten, weil sie die ganzen Zwischenschritte immer wieder verfolgt haben. Aber nochmal, Christian Lindner hat ja jetzt nicht gesagt, so jetzt ich gehe, sondern er wurde gegangen und er hat ein Papier vorgelegt gehabt, was von großen Teilen der Wirtschaft auch als zielführend beschrieben wurde. Glauben Sie dann nicht, dass man dann auch sagen würde, okay, vielleicht ist es dann im Endeffekt auch besser, wenn, wie Sie sagen, ja, die Kompromisse nicht zustande kommen, dass man dann eben jetzt auch dann mal sagt, gut, dann geht's eben nicht. Und das hat ja der Kanzler auch getan und hat gesagt, so, dann, wenn wir keine Kompromisse finden, dann wagen wir jetzt einen Neuanfang. Das tut mir leid, da muss ich widersprechen. Das hat er nicht gesagt. Im Gegenteil, er hat versucht, immer wieder eine Kompromisslinie zu finden und aufeinander zu. Jetzt ist er ja nun weg. Genau, aber das, was wir die letzten 2 Tage gesehen haben, war eine Christian-Lindner-Show, wo es nur um sein Ego ging. Immer wieder. Nochmal, aber Sie beantworten die Frage nicht. Wenn Sie sagen, es gibt keine Kompromisse, dann ist es doch richtig, eine Ampel dann aufzulösen. Ja, da sagen Sie nein. Ich wollte jetzt erst ganz kurz auf die Frage eingehen, sozusagen, wenn Sie erlauben. Ja, klar. Wer ist jetzt sozusagen gegangen? Natürlich musste Olaf Scholz diesen Schritt gehen und Christian Lindner entlassen. Aber wenn Sie wahrscheinlich alle die Nachrichten auch verfolgt haben, ging es erstmal durch die Presse, dass Christian Lindner Neuwahlen vorschlug. Erstmal hat er dieses Papier als sozusagen
den einzigen Weg beschrieben, was er selber veröffentlicht hat mit Blick auf die Wirtschaftswende, was überhaupt möglich ist. Also wir sehen an so vielen Stellen, dass sozusagen die Kompromissbereitschaft nicht da war. Es gab bis zuletzt einen Weg, das gemeinsam hinzukriegen, und es war nicht gewollt. Und wenn man dann so egoistisch auf sich selber guckt, dann muss ein Kanzler mit Blick auf das Wohl des Landes diese Entscheidung auch so treffen. Deswegen werde ich sozusagen nicht in irgendeiner Weise zurückweichen und sagen, es war irgendwie anders. Es war nicht anders. Wir reden über das Ende einer Regierung in einer Zeit, die so krisengeprägt ist. Das ist doch nichts, was man auf die leichte Schulter nimmt, wo man sagt, ach ja, wir haben keinen Kompromiss gefunden, dann gehen wir jetzt mal. Also wer so leichtfertig mit staatspolitischer Verantwortung umgeht, der kann ehrlich gesagt seinen Job nicht. Und das ist das Letzte, was die SPD in irgendeiner Weise tun würde. Tatsächlich, nochmal hat der Kanzler diese Ampel aufgelöst und nicht Christian Lindner. Und ich glaube, im Land sind auch relativ viele Menschen darüber glücklich, dass zumindest diese ganze Blockade dieser 3 Parteien, dieser Ampel, dieses Chaos und diese Handlungsunfähigkeit jetzt beendet sind. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Dankeschön.